Hallo zusammen, willkommen auf dem YouTube-Kanal von Autovella. Mein Name ist Josephine und heute geht es um den Totwinkel Assistant bzw. den Spurwechselassistenten von Toyota. Abgekürzt heißt das Ganze einmal BSM und wir schauen gleich mal, wann genau der denn Fahrzeuge erkennt. Bevor es auf die Straße geht, zeige ich euch eben noch die Einstellungsmöglichkeiten des Spurwechselassistenten. Im digitalen Tacho findet ihr einmal die Einstellung, den Punkt BSM. So, wir wählen Einstellung an und BSM. Das jetzt einmal auf Einstellen, sehr wichtig. Jetzt OK, etwas länger gedrückt halten und dann kommt ihr schon ins Untermenü. Hier könnt ihr einmal die Helligkeit variieren, wie hell es später in euren Außenspiegeln angezeigt wird, wenn sich jemand im toten Winkel befindet. Und die Empfindlichkeit könnt ihr hier auch nochmal hoch oder eben runter stellen. Ich finde, auf 3 ist die ganz gut. Da reagiert ihr nicht bei jeder Kleinigkeit, aber bei allen wichtigen Sachen, da werde ich dann benachrichtigt. Probiert ihr einfach noch etwas herum, um eure favorisierten Einstellungen selbst zu finden. Erfasst werden alle Fahrzeuge, die sich jetzt gerade bei euch im toten Winkel befinden oder aber auch sich dahin sind zu nähern. Das heißt, die Fahrzeuge, die von hinten angerauscht kommen. Je schneller so ein Fahrzeug angerauscht kommt, desto früher werdet ihr natürlich auch gewarnt. Voraussetzung hierfür ist, dass ihr mehr als 16 km/h fahrt und auch derjenige, der auf dem Weg zu eurem toten Winkel ist. Wir sind jetzt gerade relativ langsam unterwegs. Wir wollen nämlich abwarten, bis sich wieder jemand in unserem toten Winkel befindet. Und ich würde euch aber Bescheid geben, sobald es blinkt und wann das Fahrzeug neben mir ist. Also, wir hoffen jetzt mal, dass sie auch überholen. Ja, das tun sie. So, der setzt zum Überholen an. Und jetzt blinkt es auf. Jetzt war er im toten Winkel. Okay, der war halt aber auch nicht ganz so schnell. Ich wurde auch relativ spät gewarnt. Bei einem Fahrzeug, was dann natürlich schneller fährt, da werde ich auch früher gewarnt. Also es hilft auf jeden Fall deutlich beim Überholen auf der Autobahn. Denn klar, einen Schulterblick, den kann man immer machen und mit seinen Spiegeln arbeiten, aber wer kann schon einschätzen, wie schnell das Fahrzeug jetzt hinter einem ist? Und da hilft euch der tote Winkelassistent ein wenig, denn wenn das Fahrzeug besonders schnell ist, werdet ihr früh informiert und wenn das Fahrzeug langsamer ist, dann eben ein bisschen später. Wir fahren jetzt einmal so, dass das Auto links neben uns, bei uns im toten Winkel ist. So, haben wir. Das heißt, es leuchtet bei uns im Außenspiegel. Jetzt überholen wir den guten mal. In der Stadt geht das ja auch rechts. Und wollen wissen, ob er uns anzeigt. Ja, macht er sogar. Wann wir wieder in die Lücke rein können. So, also ist auch so ein bisschen so ein Lückenfinder, euer toter Winkelassistent. Wenn ihr jemanden überholt und es halt nicht mehr aufblinkt, dann könnt ihr wieder links einscheren und habt freie Bahn. Das war es auch schon mit dem Video zum Totwinkelassistenten. Habt ihr jetzt immer noch Fragen? Dann schreibt die einfach in die Kommentare. Wir freuen uns über jeden Daumen, den ihr uns da lasst. Und für noch mehr Infos zum Thema Toyota, Seat und Lexus abonniert einfach den Autovella-Kanal.